Es ist einfach eine Tatsache, dass wir nicht gemocht werden. Es ist eine Tatsache, dass Menschen dich ablehnen. Das gehört zu unserem Leben dazu, weil es gar nicht anders sein kann. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hi, schön, dass du wieder hier mit dabei bist bei Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich freue mich, dass du da bist. Zu dieser Episode, in der es darum geht, die Meinung anderer loszulassen. Und ich habe hier für dich 3 wunderbare Impulse dazu, die ich dir vorstellen möchte und die ich auch gleichzeitig tatsächlich meinen Töchtern vorgestellt habe. Denn diese Frage, was denken denn die anderen, das war Thema bei uns in der Familie und ich dachte mir, meine Güte, das fängt aber früh an. Warum das früh anfängt, warum das auch gut ist, dass wir uns über die Meinung anderer Gedanken machen, wann das gut ist, dass wir uns über die Meinung anderer Gedanken machen und vor allem, wie du damit umgehst, wenn du merkst, dass dein Verhalten sich daran ausrichtet, an den Gedanken anderer, wie du damit umgehen kannst, darum geht es heute in dieser Episode. Ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit gibst, hier diese Episode anzuhören, hier bei mir zu sein, mich in dein Leben einzuladen, egal wo du gerade bist, spazierend unterwegs oder vielleicht gerade im Auto, wo auch immer. Danke, dass ich bei dir sein darf und dass ich dich hier inspirieren darf. Ich würde vorschlagen, wir starten gemeinsam los. So, lass uns mal loslegen mit dieser Tatsache, dass was denken denn die anderen in unserem Leben so oft so einen großen Raum einnimmt. Ich werde dir gleich ein paar Beispiele sagen und zeigen, wo ich am Verhalten meiner Klientinnen, am Verhalten von mir selbst, auch da habe ich ein Beispiel für dich und natürlich auch bei meinen Kindern, genau diesen Grundgedanken als Reaktionsmuster entdeckt habe und heute für dich aufdrösel und dir natürlich dann auch konkrete Schritte zur Hand gebe, wie du das loslassen kannst. Starten wir mal los mit dem ersten Punkt, nämlich, dass meine Kinder in der Schule Herausforderungen hatten mit ihren Spielpartnern in der Pause und dann abends im Gespräch. Wir liegen jeden Abend miteinander im Bett und haben so ein paar Rituale. Auch dazu werde ich dir eine eigene Podcast-Episode machen. Ein paar Rituale, um den Abend eben abzuschließen und mit guten Gedanken ins Bett zu gehen. Und da kam das dann eben auf im Gespräch. Es ist die beste Zeit im Übrigen, abends miteinander zu sprechen. Und da dachte ich mir, wow, das fängt super, super früh schon an, dass wir uns Gedanken machen, wie der andere wohl reagiert, was der andere wohl denkt über meine Reaktion. Und ich weiß, dass auch bei dir das der Fall ist. Es fängt nämlich immer an mit Erziehung, dass wir plötzlich mit Themen in Verbindung kommen, die wir ja vorher nicht so hatten und auch plötzlich nicht so viel Verantwortung hatten, nicht so unsere Frau stehen mussten. Und eines dieser Grundthemen beim Thema Erziehung ist eben auch, was denken denn die anderen? Was denken denn meine Eltern, wenn ich das anders mache? Was denken denn meine Freunde, wenn ich ihnen erzähle, dass meine Kinder noch bei mir im Bett schlafen? Was denken denn die anderen, wenn ich an der Kasse, diese ganz klassische Kassensituation an der Kasse beim Einkaufen, ein schreiendes Kind habe, das wütend ist, weil ich die Schokolade nicht mehr mitnehme, die da ausliegt? Was denken denn die anderen, wenn ich plötzlich einen Erziehungsweg einschlage, der sich für mich richtig anfühlt, der mich auch herausfordert vielleicht, aber der sich so richtig, richtig gut anfühlt, nach altem Urwissen, nach dem richtigen Weg, wenn alle um mich herum es doch anders machen? Was denken denn die anderen, wenn ich anders reagiere, wenn ich mich anders verhalte als alle anderen? Sprich, wenn ich gegen den Strom schwimme.
Wir haben diese Sorge immer wieder im Alltag und ja, nicht nur in der Erziehung, fällt mir gerade ein, sondern natürlich auch im Berufsleben. Ich habe gerade eine Klientin, die überlegt, ihren Job zu wechseln, den Job zu kündigen. Und es gibt eigentlich gar keine handfesten Gründe, sichtbare handfeste Gründe, aber ihr Bauchgefühl, ihre Intuition, ihr inneres Wissen, dass da was Größeres auf sie wartet. Das heißt auch hier, was denkt denn mein Partner, was denkt denn meine Familie, was denken denn meine Eltern, einen sicheren Job, einen gut bezahlten Job zu verlassen oder zu gehen daraus, um etwas zu tun, was noch ungewiss ist, aber wo mein Herz danach schlägt. Auch hier der Gedanke, was denken denn dann die anderen? Der erste Schritt hier, um letztendlich diesen Gedanken loszulassen, ist Bewusstsein zu schaffen. Vielleicht weißt du das inzwischen schon, weil ich das immer wieder wiederhole. Der erste Schritt ist immer der, dass ich ein Bewusstsein darüber schaffe, wann ich in Situationen wie reagiere. In welchen Situationen fällt dir also auf, dass eigentlich dieser Glaubenssatz oder diese Überzeugung, dieses sich richten nach, was denken denn die anderen? Welche Meinung haben denn die anderen von meiner Idee, von meiner Vision, von meiner Entscheidung? In welchen Situationen ist es bei dir vorhanden? Ich mag dir mal ein paar Beispiele geben. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Situation wieder. Die erste, hast du gerade schon gehört, die Meinung anderer ist wichtiger als deine. Das heißt, du willst den Job kündigen, du willst den Erziehungsweg einschlagen, was sich alles nach deinem Gefühl her richtig anfühlt und nach deinem Weg anfühlt. Und dann fragst du auch noch andere um ihre Meinung und die sagen dann, nee, das kannst du nicht machen. Das ist verantwortungslos. Ja, bist du denn des Wahnsinns? Und dann machst du es nicht. Also statt auf dein Gefühl zu vertrauen und dir zu vertrauen, und deiner Meinung zu glauben und deinem Weg zu glauben, schätzt du das, was andere davon halten, als wichtiger, gewichtiger und höher ein als dich selbst. Der zweite Punkt, wo das immer wieder auftaucht, also wo wir ein Verhalten zeigen, wo im Kern eigentlich die Meinung der anderen, der Gedanke, was denken die anderen darüber, dich treibt, ist, wenn du versuchst, die Kontrolle zu behalten, wenn du versuchst, dich in Sicherheit zu wiegen. Zum Beispiel in einem Gespräch mit meiner Klientin auch ganz deutlich geworden, dass sie eigentlich wie auf rohen Eiern geht. Das heißt, ihr Verhalten hat sich angepasst dem Verhalten ihres Partners, weil sie immer gedacht hat, wenn ich jetzt so handle, wird er so reagieren und deswegen handle ich anders. Also wir versuchen dann quasi ein Verhalten vom anderen zu antizipieren, weil wir denken, dass er etwas denken könnte und deswegen passe ich mich an. Statt dich authentisch zu zeigen und dich zu geben, wie du bist und zu schauen, ob überhaupt deine Gedanken stimmen, ob das, was du denkst, Realität wird, passt du quasi deine Gedanken und deine Reaktionen auf das an, was möglicherweise passieren könnte. Der dritte Punkt ist ein immer wiederkehrender Punkt aus so vielen Gesprächen, in gemeinsam wachsen, in der Gruppe, bei mir selber, um mich herum, bei so vielen Menschen, das Thema Grenzen wahren. Immer und immer wieder kommt es dazu, dass wir uns nicht spüren. Das heißt, dass wir unsere Gefühle nicht wahrnehmen und wenn wir unsere Gefühle nicht wahrnehmen, unsere Körperreaktion nicht wahrnehmen, übergehen wir uns unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle und unsere Grenzen. Und wir lassen unsere Grenzen übertreten. Die eigenen Grenzen zu wahren heißt, dass du genau weißt, was du brauchst. Dass du genau weißt, jetzt wird es mir zu eng, jetzt ist es mir zu viel, ich habe ein Bedürfnis nach Leichtigkeit und jetzt ist es eigentlich, bin ich schon längst drüber. Das heißt, dieses Wissen, dein inneres Wissen ist da unbedingt notwendig, um deine Grenzen letztendlich auch spüren zu können. Die Grenzen übertreten im Alltag ist easy peasy, da ist irgendeine Nachfrage, kannst du bitte einspringen, kannst du bitte die Aufgabe noch machen in der Arbeit und du sagst ja, obwohl du eigentlich ein Nein sagen müsstest. Oder du springst nochmal ein bei einer ehrenamtlichen Aktivität oder du machst dann doch noch irgendwie das Wunschessen, das sich gerade deine Familie gewünscht hat, obwohl es dir eigentlich nach was ganz Einfachem, nach einer Scheibe Brot gewesen wäre, damit mehr Leichtigkeit wieder in deinen Alltag kommen kann. Also immer die Bedürfnisse anderer vor deine stellen. Deine Grenze nicht wahren zugunsten der anderen, die anderen glücklich machen und dich unglücklich machen. Dieses Gleichgewicht, das kein Gleichgewicht mehr ist, das da aus der Balance gekommen ist. Das ist auch der Punkt,
der dich da in diesem Moment treibt. Das heißt, was denken denn die anderen, wenn ich jetzt Nein sage? Was denken denn die anderen, wenn ich darauf beharre, heute nicht zu kochen, sondern mir was zu bestellen? Was denken denn die anderen? Thema Grenzen wahren. Der 4. Punkt, wenn die Meinung anderer wichtig ist für dich und du daraufhin dein Verhalten ausrichtest, zeigt sich, wenn du dich immer wieder entschuldigst für dein Verhalten, wenn du immer wieder versuchst, es anderen recht zu machen. People-pleasing ist da der Ausdruck dafür, du machst quasi dein ganzes Verhalten, dein ganzes Reagieren ist um die anderen Personen herum, so dass es immer irgendwie passt und du ja keine Kritik in irgendeiner Form bekommst. Das hängt natürlich auch eng zusammen mit dem Thema Grenzen wahren, ist natürlich auch ein großes Thema beim Thema Selbstwert. Also hier, vielleicht magst du das mal beobachten, wenn du ständig merkst, du bist in einer Rückzugshaltung oder du machst dich klein, auch in deiner Körperhaltung, du entschuldigst dich ganz viel für das, was du gesagt hast, was du gedacht hast, du willst ja nicht auffallen, dann ist, was denken denn die anderen? Das heißt, die Meinung der anderen für dich, für deine Reaktionsweise ausschlaggebend und damit machst du dich natürlich wirklich klein. Ein weiterer Punkt, wo die Meinung anderer für dich möglicherweise wichtiger ist als deine eigene, das zeigt sich ganz, ganz, ganz deutlich, wenn du dein Handy anmachst und in den sozialen Netzwerken rumscrollst und dann die wunderschönen Welten und Bilder und Postings anderer siehst, die da eine Maske aufsetzen. So habe ich diesen Punkt für mich benannt, ein Theaterspiel betreiben und Maske aufsetzen. Was ich damit meine ist, dass wir ganz oft so tun, als wäre alles okay, als hätten wir das perfekte Leben. Andere haben das perfekte Leben. Sie posten nur die schönsten Dinge und alles nur, was gut und toll ist. Wenn deine beste Freundin dich fragt, und wie geht's dir? Und du sagst, es ist alles super, als ob nie was wäre, dann hast du eigentlich einen Schutzwall vor dich gebaut. Ein Schutzwall, den bitte niemand durchbrechen darf. Es geht darum, dass du dich nicht verletzlich und nicht authentisch zeigst, aus Angst davor. Was denken denn die anderen? Wie bewerten die mich denn? Wie reagieren die denn, wenn die merken, ich bin verletzlich oder ich habe Sorgen oder ich habe Ängste oder ich schäme mich oder ich habe Schuldgefühle? Also sich wirklich immer von seiner besten Seite zu zeigen, ist nett, aber es ist nicht authentisch und es ist nicht ehrlich. Und auch hier mag ich dir einfach diesen Gedanken geben oder diesen Impuls geben, zu prüfen, ob das bei dir der Fall ist, um vielleicht hier zu knacken, was dahinter eigentlich steckt. Der 2. Schritt nach diesem Bewusstseinsschritt ist natürlich, dass du deinen Selbstwert stärkst. Also wenn du jetzt weißt, oh, tatsächlich, es gibt die und die Situation, wo ich eigentlich gar nicht authentisch handle, mich gar nicht authentisch gebe, sondern eine Maske aufsetze oder schön Ja sage zu allen Dingen, weil ich Angst davor habe, abgelehnt zu werden, dann ist es dringend an der Zeit, den Selbstwert zu stärken. Denn die Angst vor Ablehnung ist ja das, worum es bei diesem ganzen Thema geht. Wir haben Angst, abgelehnt zu werden und damit haben wir Angst davor, nicht dazuzugehören. Also es geht uns bei diesem ganzen Thema, was denken denn die anderen, um die Sorge, nicht mehr Teil eines Größeren zu sein, nicht mehr Teil einer Gemeinschaft zu sein, nicht mehr Teil von Liebenden zu sein. Es geht also um unser tiefes Bedürfnis nach Akzeptanz und Zugehörigkeit. Dazugehören, akzeptiert zu werden, so wie wir sind, mit den Themen, die wir haben, mit den Sorgen und Ängsten, die wir haben, mit der Meinung, die wir haben, mit der Sicht auf die Welt, die wir haben. Gemocht zu werden. Wir möchten gemocht werden. Und hier mag ich dich mitnehmen auf ein Gedankenexperiment, das ich genauso mit meinen Töchtern besprochen habe. Und es ist so cool und es ist so spannend, sich das einfach mal bewusst zu werden. Ist es denn möglich, überhaupt von jedem Menschen gemocht zu werden? Ich bin mir ganz sicher, dass du jetzt ganz intuitiv sagst, naja, Manuela, ja, natürlich ist es nicht möglich, von jedem Menschen geliebt zu werden und gemocht zu werden. Aber irgendwie fänden wir es schon cool, nicht wahr? Es geht nicht. Lass dich mal drauf ein, dass alle Menschen der Welt, 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt, dich lieben und mögen. Wie geht es denn dann allen Menschen minus dir? Wenn alle Menschen dich lieben, wer liebt dann alle anderen? Könntest du alle 8 Milliarden Menschen lieben?
Wie könnten wir Beziehungen aufbauen, wenn alle dich lieben? Es ist unmöglich. Es muss so sein, dass ganz viele Menschen dich ablehnen. Es kann gar nicht anders sein. Es muss so sein, dass es Menschen gibt, die dich lieben, die dich über alles lieben, die dich wertschätzen, so wie du bist, die dich in den Arm nehmen, die sich freuen, die einfach immer für dich da sind. Diese Menschen, die sind hier auf dieser Welt. Vielleicht wünschst du dir mehr von diesen Menschen und du hast sie noch nicht gefunden. Sie sind auf jeden Fall da. Genauso sind die Menschen da, die dich echt nicht leiden können. Das heißt, es ist einfach eine Tatsache, dass wir nicht gemocht werden. Es ist eine Tatsache, dass Menschen dich ablehnen. Das gehört zu unserem Leben dazu, weil es gar nicht anders sein kann. Wir könnten als Menschheit nicht existieren, würden wir von allen Menschen gemocht werden. Wenn es also darum geht, deinen Selbstwert zu stärken, dann erinnere dich daran, an die Dinge, die du entschieden hast, die so gut geworden sind in deinem Leben. An all die Momente, in denen du richtig, richtig Erfolg hast. Und ein Tool, ein Werkzeug, das ich dir damit geben kann, ist natürlich das Erfolgstagebuch. Vielleicht magst du es heute für diesen Podcast einfach mal viel kleiner machen und dir aufschreiben, welche 3 Entscheidungen in deinem Leben so richtig, richtig, richtig gut waren und deine Entscheidungen waren. Wo die Meinung anderer für dich nicht interessant war, sondern das waren deine Entscheidungen. Du hast diese Entscheidung getroffen. Und das hat dich zu diesem Erfolg geführt. Und das hilft dir, dir selbst zu vertrauen, deinen Entscheidungen zu vertrauen und deiner Meinung zu vertrauen. Und loszugehen für das, was dein Bauchgefühl dir sagt und was deine Intuition letztendlich, oder wie deine Intuition zu dir spricht. Der dritte und letzte Schritt für diese Episode heute ist das Reframing. Reframing heißt, dass ich meinen Blickwinkel verändere. Ein ganz großer Bestandteil meiner Arbeit mit meinen Frauen in Gemeinsam wachsen. Auch hier haben wir ein eigenes Videomodul zu dem Thema, den Blickwinkel verändern auf die Dinge. Das heißt, wenn ich verstehe und wirklich aktiv annehme, dass die Meinung der anderen ganz auf Sachebene eine Informationsmitteilung ist über die Meinung, die der andere hat. Das heißt, die Meinung der anderen ist eine Meinung der anderen und nicht die Meinung über mich als Person. Denn das Gefährliche ist, wenn die Meinungen anderen ein Teil deiner Gedanken werden. Die Meinungen anderen und das, was andere denken, wird nie Realität werden. Es ist aber schmerzlich für dich und für deinen Selbstwert schmerzlich, wenn sie ständig Teil deiner Gedankenwelt sind. Wenn deine Gedanken plötzlich eingewoben oder die Gedanken der anderen eingewoben sind in deine Gedankenwelt und dich beschäftigen, die Energie ziehen, dann ist die Meinung der anderen einen Schritt zu weit über deine Grenze getreten. Die sollten nämlich nicht deine Entscheidungen beeinflussen und vor allem auf gar keinen Fall dein Selbstbild ausmachen. Das ist das Fremdbild der anderen, ist die Meinung über dich als Person. Wenn andere eine Meinung haben zu einer Tatsache, ob du deinen Job zum Beispiel loslassen darfst, welchen Erziehungsweg du einschlägst, dann ist das einfach die Meinung der anderen zu dieser Tatsache, die nichts mit dir als Mensch zu tun hat. Denn es ist ein Unterschied, was jemand denkt, beziehungsweise ob jemand etwas über dich denkt. Jetzt nochmal für dich zusammengefasst. Es gibt verschiedene Verhaltensweisen, die wir so zeigen, die du als Mama auch in deinem Alltag mit Sicherheit ganz gut kennst, die darauf hinweisen, dass die Meinung der anderen wichtig für dich ist und du deswegen dein Verhalten veränderst. Hier sei angemerkt, Gott sei Dank ist uns die Meinung der anderen wichtig. Jetzt denkst du dir vielleicht, oh Gott, was erzählt die Manuela? Die sagt die ganze Zeit, die Meinung der anderen ist nicht wichtig. Doch natürlich, denn die Meinung der anderen, die muss uns wichtig sein. Hier der Hinweis auch zu der Geschichte anfangs von meinen Kindern, wo ich mir gedacht habe, Mensch, die machen sich auch schon frühzeitig Gedanken. Warum ist das so und warum ist die Meinung der anderen wichtig für uns? Wir haben die kognitive Fähigkeit, Empathie zu empfinden. Das heißt, die Tatsache, dass wir den anderen fühlen wollen, dass wir Mitgefühl empfinden können, das ist eine Fähigkeit, dass wir Mitgefühl empfinden können, macht uns zu den Menschen, der wir sind. Es schafft, dass wir in sozialen Gefügen leben und dass wir miteinander sein wollen. Das heißt, natürlich ist mir auch die Meinung des anderen wichtig, damit wir gut zusammenleben können.
Ich brauche auch dringend die Meinung des anderen, wenn ich aktiv um Rat frage. Das heißt, wenn ich von anderen lernen möchte, wenn ich zum Beispiel von Älteren, von Omas und Opas, von den alten Weisen, die Rolle des alten Weisen, von Gelehrten, von Coachen, von Mentoren, wenn ich von ihnen lernen möchte, wenn ich schneller an mein Ziel kommen möchte, wenn ich aus den Erfahrungen und vor allem in den Erfahrungen stecken ja die Fehler, also aus den Erfahrungen, den Fehlern, die Menschen gemacht haben, lernen möchte, um schneller an mein Ziel zu kommen, um zu wachsen, um miteinander was Neues zu entwickeln. All da brauche ich natürlich die Gedanken anderer, die Meinung anderer dazu. Dann muss ich das auch in mein Leben mit einflechten. Und deswegen ist es gut, dass wir uns auch Gedanken machen über die Meinung der anderen. Und gleichzeitig darf die Meinung der anderen, das, was sie denken über deine Entscheidungen, über deinen Weg, nicht deinen Weg beeinflussen, es sei denn, es hilft dir, deinen Weg zu finden und du wolltest aktiv diesen Rat haben. Die 3 Schritte, um letztendlich diesen dich schwächenden Gedanken, was machen denn die anderen, loszulassen, ist Bewusstsein schaffen, dein Selbstwert stärken und das Thema die Meinung der anderen unter einem neuen Blickwinkel zu sehen. Zu guter Letzt habe ich natürlich noch einen schönen Spruch, ein schönes Zitat für dich, das da heißt: Gehe 100 Schritte in den Schuhen eines anderen, wenn du ihn verstehen willst. Oder analog dazu: Urteile nie über einen anderen, wenn du nicht einen Monat lang in den Mokassins des anderen gelaufen bist. Was heißt das? Das heißt, dass ein anderer dich nie so gut kennt, wie du dich kennst. Und dass es uns nicht zusteht, über andere zu urteilen. Ich möchte dir dabei auch sagen, dass jeder Mensch jeden Tag zu 99% über sich denkt. Wir denken die ganze Zeit über uns selber nach. Und wenn wir mal 1% über den anderen nachdenken, dann denken wir deswegen über ihn nach, weil wir uns überlegen, was sein Verhalten auf mich auswirkt, wie sich sein Verhalten auf mich auswirkt, was sein Verhalten mit mir macht. Das heißt, wir sind eigentlich mit unseren Gedanken die ganze Zeit mit uns selbst beschäftigt. Das ist so wichtig zu wissen, um auch wirklich die Meinungen anderer, die du denkst, dass sie denken und du dich dann wieder anpasst, loslassen zu können. Ich hoffe, dass dir diese Episode heute gefallen hat, dass sie dir Anregungen gebracht hat und dass du jetzt konkrete Schritte hast, loszugehen für deine Träume, deine Visionen, deine Ideen und dann deine Frau zu stehen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und bis bald. Mach's gut. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.